Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem aktuellen Video über Kennzeichnungspflicht und Missverständnisse. Denn vermutlich sind auch euch in letzter Zeit in vielen YouTube-Videos diese drei Worte aufgefallen. Enthält bezahlte Werbung. Und wahrscheinlich habt ihr gedacht, was soll das eigentlich? Sind diese Creator jetzt alle geldgeil geworden? Wie viel Kohle scheffelt so ein YouTuber eigentlich? Und wieso zur Hölle macht der TWS da auch noch mit? Weißt du noch, wie's früher war? Die Älteren unter euch werden sich erinnern. In den ersten Jahren nach seiner Gründung war YouTube noch ein Tummelplatz für Kreative und Kurzfilmer. Aber mit steigender Reichweite ihrer Kanäle und der Popularität von YouTube hielt auf der Plattform auch Sponsoring und Product Placement Einzug. Zum Schutz vor versteckter Werbung, besonders gegenüber minderjährigen Zuschauern, wurden alsbald gesetzliche Regelungen und eine Kennzeichnungspflicht eingeführt. In Deutschland ist dies über die Landesmedienanstalten geschehen. Deren Leitfaden für YouTuber, Instagrammer und Influencer jeder Art schreibt vor, dass Einblendungen wie zum Beispiel Werbung oder enthält Produktplatzierung je nach Video zu erfolgen haben. Völlig egal, ob man vom Hersteller ein Produkt gratis und ohne weitere Verpflichtung zugeschickt bekommen hat oder ob ein Honorarvertrag mit festen Vorgaben rund um die Produktpräsentation geschlossen wurde. Wer mehr zu dem Thema wissen will, findet in der Videobeschreibung einen Link zum aktuellen Leitfaden der Landesmedienanstalten. Und wie sieht das mit dieser Kennzeichnungspflicht nun bei YouTube aus? Jeder YouTuber kann seine Videos zum einen mit einem deutlichen Hinweis versehen. Außerdem gibt es von YouTube beim Video-Upload hierfür auch eine gesonderte Einstellung, um sein Video entsprechend kenntlich zu machen. Bis 2020 konnte man hierbei noch zwischen zwei Abstufungen wählen: enthält Produktplatzierung und enthält bezahlte Werbung. Mittlerweile gibt es nur noch die letztere. Das heißt, jedes neue Video, in dem Produkte vorgestellt werden, kann vom jeweiligen YouTuber nur noch mit dem Hinweis enthält bezahlte Werbung versehen werden. Selbst wenn gar keine Bezahlung im eigentlichen Sinne erfolgt ist und man nur ein Gratismuster ohne weitere Vorgaben erhalten hat. Diese strenge, aber auch sinnvolle Kennzeichnung schützt YouTuber dann aber auch vor fleißigen Abmahnanwälten. Doch manche Zuschauer sind ob dieser scheinbar bezahlten Werbevideos natürlich irritiert. Auch ich habe zuletzt immer mal wieder diesbezügliche Fragen erhalten. Was natürlich verständlich ist, denn wer von euch kennt schon diese ganzen rechtlichen Hintergründe? Manche YouTuber erklären obendrein in jedem ihrer Review-Videos, woher sie das Produkt haben, ob es Absprachen mit dem Hersteller gibt, dass die Meinung zum Produkt natürlich trotzdem die eigene ist und so weiter. Ehrlich gesagt hatte ich das bislang nie für nötig gehalten, da ich beim TWS grundsätzlich nur die Dinge zeige, die ich mag, gerne benutze und somit auch empfehlen kann. Ich dachte auch, das wäre jedem von euch klar. Aber nach einigen Reaktionen in letzter Zeit denke ich, etwas Aufklärung und ein Blick hinter die TWS-Finanzen kann vielleicht nicht schaden, oder? Ende 2016, als der TWS knapp 2 Jahre alt war, bin ich wegen der damaligen Adventskalender-Videos gezielt auf einige Firmen zwecks Kooperationen zugegangen. Für euch sprangen dann jede Menge Gewinne heraus, für mich damals täglich zu produzierende Videos, einige Hobbyprodukte und insgesamt so um die 300 bis 400 Euro an Honorar. Gemessen am Aufwand hinter den täglichen Videos, aber an sich nur ein Taschengeld. Ab dieser Zeit drehte ich dann auch einige Review-Videos für den TWS-Kanal, zum Beispiel zu Frostgrave, Freebooters Fate und Saga. Alle Systeme hatte ich zum jeweiligen Zeitpunkt super gerne gespielt und kannte mich bestens aus. Dennoch wollte ich die Reviews bzw. Regelerklärvideos natürlich nicht umsonst machen. Steckte ja schließlich Arbeit drin, daher habe ich sie den Firmen für jeweils 200 Euro angeboten und somit diesen Werbeeffekt bezahlt bekommen. Solche Summen für nur ein Video mögen auf den ersten Blick nach einem netten Zubrot klingen. Aber wenn man bedenkt, dass ein TWS-Video locker 6 bis 10 Stunden Produktionszeit benötigt, man vielleicht noch Material organisieren oder Miniaturen bemalen muss und das Honorar ja auch noch versteuert werden muss, sieht die Sache schon anders aus. Irgendwann so vor 2 Jahren war mir das für die paar Euro unterm Strich dann auch zu aufwendig. Seitdem gehe ich kaum noch aktiv auf Firmen zu, außer wenn mir das entsprechende Produkt richtig gut gefällt. Wie zum Beispiel die Storage-Boxen von Rooster Model, das Cromlech-Gelände für Frostgrave oder das Spiel Dice War.
Das sind dann Reviews, die mir Spaß machen und die sich weniger nach Arbeit anfühlen, denn Geld fließt dabei fast nie. Auch wenn ich die entsprechenden Videos natürlich mit "enthält bezahlte Werbung" kennzeichnen muss. Immerhin stellt ja auch ein Gratismuster einen Wert dar, was gemäß der Landesmedienanstalten und seitens YouTube transparent kenntlich gemacht werden muss. Darüber hinaus gibt's immer mal wieder die ein oder andere Kooperation mit zum Beispiel Miniaturicum, bei denen Verlosungen für euch zustande kommen oder ich Produkte günstiger oder gratis zum Testen erhalte. Kurzum, der TWS-Kanal finanziert sich nicht über solche Deals, sondern nahezu komplett über Patreon-Spenden, die Affiliate-Links unter manchen Videos und die YouTube-Werbeeinnahmen. Wenn euch in diesem Zusammenhang übrigens mal interessiert, was so ein TWS-Video an YouTube-Werbeeinnahmen ins Portemonnaie spült, hier seht ihr die Werbeeinnahmen vom Video vom vergangenen Freitag. Hier die Werbeeinnahmen der letzten Woche und hier von den letzten 30 Tagen. So, ich gehe dann mal meine Millionen ausgeben und hoffe, euch hat das kleine TWS-Buchhaltungstutorial samt der Kennzeichnungshintergründe gefallen. Wir sehen uns dann nächsten Freitag und mal schauen, ob ich das Video dann kennzeichnen muss. Bis dann!